Oh, ah. Jetzt ist jemand da. Hi Ethan. No Mike. Hey Rock. Jetzt können sie mich vorstellen. Und dich auch. Hallöchen. Grüße aus Russland. Grüße aus St. Petersburg. Ja, stimmt. Ich glaube, es kommt schon zum Stadtkomplex, aber es ist halt außerhalb. Direkt außerhalb. Sehr schön. Wieder so einen komischen Selfie-Stick, ne? Also Chat, ihr habt es gehört. Klickt mal zusammen für einen Selfie-Stick. Als ob die so teuer sind. Ja, hallo, du brauchst schon so einen vergoldeten. Ja klar, wir sind in St. Petersburg. Wenn schon, denn schon. Ja. Plus windsicheres Mikrofon. Der Wind ist laut. Ist der Wind ein Problem, Leute? Es windet tatsächlich ein bisschen. Ganz leicht. Ganz leicht. Ihr seht es vielleicht an unserem Haar. Ja. Nee, ist aber super Wetter heute. Ist echt angenehm. Recht Glück gehabt. Eigentlich hätte es heute 12 Grad plus Regen sein sollen. 12 Grad plus Regen? War angesagt. Am Mittwoch. Ja, aber das wäre halt richtig dumm gewesen. Kalt und Ja, das ist ja gemeint, das wird ja auch befehlen. Recht schnell umschlagen. Hey, klein Lucky. Gibt's wieder Boah geil? Nein. Andersrum. Oh no. Die andere Seite. No, Actually, it was. Ah, okay. It was. This is Captain Area. I am Indian. Hello! Hello. I'm going to be playing with him every day with my day. tier 4 ships. He's my new best friend in World of Warships. You guys won't get to watch high tier gameplay too often. Oh, Till he carries me. sorry guys. The price of friendship. The price of friendship with an Indian guy. Hey Booyah. This is the new concept map for tier 10s. It's called Pond. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig einfange, Leute, weil Oh auf no, meinem, this is tier 10. auf meinem Bildschirm alles ziemlich dunkel ist. Somewhere that's water. Or is it legit a pool? Pond. Pond, yeah. Well, I mean, pond is pretty flexible. Catherine's Palace, large pond. It is. She can call her back if she wants to, right? Ich weiß auch nicht, wie lange ich streamen kann, Leute. Also ich muss mal aufpassen, dass mein Akku nicht zu schnell leer geht, weil ich bin ja noch eine Weile unterwegs heute. Schauen wir mal. Wir gehen jetzt gerade auf jeden Fall zu einem... Hi Pasch. Morgen. Wir gehen auf jeden Fall zum Artilleriemuseum. Korrekt? Ach, das ist schon der links? Ja. Guck mal hier, ja, dicke Guns, Jungs. Das ist... Oh, Good thing shit. about this is you can probably get in. Ich habe tatsächlich solche Geschütze. Für sowas hat man noch immer ein Akkupack. Ja, hätten die uns mal ein Akkupack geschenkt. Ich hab's nicht dabei. Wo ist Mr. One? Ist okay. Wo ist Mr. One? Ah, da. Hallo. Hallo. Du streamst aber nicht, oder? Doch. Ah, okay. Hallo Twitch. Mit oder ohne Ton? Doch, ist mit Ton. Ich kann es aber auch ausschalten. Okay. Ich habe noch nie so Geschütze in Natura gesehen. Die sind echt, das sind ja noch kleine. Die sind ja richtig mächtig. Wir sind alle übermüdet. Hey Defender und Rusty Nail. Zuckerfabrik. Guys, can you please group here?
Let me meet, please, our guide, Alexander Ivanovich Levchenko. So he will be our guide. I'm Sergey, will be your translator today. And we're here in the part of the Navy Museum. So this is the Navy Artillery Yard of the Navy Museum. Всем добрый день. Разрешите вас поприветствовать на территории Центрального военно-морского музея. Let me please welcome you here in the Navy Museum, Navy Artillery Yard. Вы находитесь на артиллерийской площадке. Буквально несколько слов об истории этого места. So just a few phrases how this museum was founded, this part of the museum. Вся эта территория, огражденная обводным каналом, который занимает примерно четверть города Кронштадта, это территория Адмиралтейства. So this territory, which is bordered by the channel, is actually was the territory of the Navy Admiralty. При конце 18 века, при Екатерине II, когда в Санкт-Петербурге сгорело главное Адмиралтейство, было принято решение главное Адмиралтейство построить в Кронштадте. So in the end of the 18th century, when the Admiralty in St. Petersburg burned by fire, there was a decision made to make Admiralty here in Kronstadt. В итоге это сделано не было, реализовано не было, но часть помещений все-таки и часть инфраструктуры была построена. So the decision wasn't actually taken into place, but part of the infrastructure was actually built, and you can see it now. В конце 18 века было построено вот эти три одинаковых здания. Это первая, вторая и третья парусные мастерские. Здесь шили паруса для кораблей. So you can see the building. It was actually built in the end of the 18th century, initially as at the workshops to make sails for the Russian Navy. В начале 19 века, когда размеры парусных кораблей увеличились, было построено более большое здание вот этой четвертой парусной мастерской. So in the 19th century, they built one more building because the sail ship became bigger, and they need more space to build the sails. So the next building, the fourth workshop, was built. В середине 19 века, после Крымской войны, когда парусные корабли уже сошли на нет, это здание сначала использовалось в качестве склада. When in the 19th century, when they changed the navy from the sail navy to the steam, they stopped using it to make sails and make the armors there. А потом для повышения квалификации офицеров российского императорского флота в Кронштадте были открыт минный офицерский класс и артиллерийский офицерский класс. И вот в этом здании обучались офицеры-артиллеристы. And the next step of how they used this building was they actually used it for the classes for the officers of the Russian Navy to study the torpedo armament. And the artillery actually as well. И вплоть, в том числе и во время советской власти, и до 1994 года здесь была школа оружия. То есть готовили артиллеристов, но уже рядовых, матросов старшин. So till nowadays, till 1994, they used to use this building as the classes for not the officers, but the sailors, specialists in gun armament. И все вот эти представленные орудия изначально были не музейными экспонатами, а учебными пособиями. So it makes sense that all the guns you see here were actually used as the learning tools for the sailors to become masters in armament. So they were not the museum pieces, but actually were used to study guys how to fire from these guns, how to shoot. Do we know which of these turrets belong to which ships? Oh, sure, I will tell you. Okay, thank you. About that. Некоторые из этих орудий, вот это, вот то, большие моторные орудия, имели силовые приводы, и из кабинетов можно было управлять наведением вот этих орудий по горизонту и по вертикали. That's cool. So part of these guns actually intended to be installed on the ships. They had these systems which can be manipulated from the building. So they actually learned they were not dead here, but were manipulated by electricity to learn how to.
all this stuff. Значит, перейдем непосредственно к орудиям. Наиболее тяжелое В2ЛМ калибра 130 мм, вес вместе с башней 49 тонн. So one of the most heavy artillery pieces you will see here is the B2 LM naval artillery gun. It is 130 millimeters, and the weight of the gun turret is 24 tons. Во время Великой Отечественной войны было принято на вооружение перед самой войной в 1941 году, и во время Великой Отечественной войны стояло на единственном корабле Черноморского флота лидере Ташкент. So this is something you will be interested in. So this artillery pieces was actually Versteht man eigentlich taken irgendwas, into Leute? service in 1941, just before the Second World War for Russia broke, and it was used on only one ship. You know it. It is Tashkent Danke. leader. So you can see it in the Ташкент. Да. Лидер Ташкент был построен по заказу советского флота итальянской фирмой Otto So в yeah, 1939 году. Tashkent was, you probably know that, built in Italy by the order of Soviet government and Soviet Navy in Italy by private firm Otto. Корабль прославился своими героическими походами в осажденный Севастополь. So the ship is actually famous for the few cruises to the Sevastopol, which was besieged by German forces. Особенно тяжелый был последний поход в Севастополь, когда корабль вывез 2200 эвакуированных человек гражданского населения плюс культурные ценности. So the most tragic and the most cruise was to Sevastopol, the last one, when the Tashkent evacuated 2,000 people, citizens of the Sevastopol, to the mainland, to Novorossiysk, and also museum pieces of the parts of the big painting of the first besieging of Sevastopol during 19th century. Через несколько дней после этого похода, 2 июля 1942 года, корабль погиб, стоя у стенки в Новороссийске. Был буквально засыпан бомбами, 4 прямых попадания. So just a few days later after this cruise, ship was actually sunken by the German aircraft. It was bombed heavily and sunk near the pier of Novorossiysk. So it was anchored? It was anchored. Okay. Will we get to go inside the turrets? Мы же не попадем внутрь башни. Нет. No, unfortunately they're closed. Schade. После войны эти установки устанавливались на эскадренные миноносцы проекта 30 bis. So after the war, these guns were installed on the destroyer project 30 bis. Это была самая крупная серия советских крупных надводных кораблей. Было выпущено 70 единиц этих космонавтов. So this was after the war one of the biggest series of Russian destroyers. 70, да? 70 destroyers were built by the project 30 bis. На каждом из них стояло 2 таких установки в носу и в корме, соответственно. So each had 2 of these guns. These destroyers? Gun turrets. These 70 destroyers was equipped with 2 of these? Yeah. That's something. Кроме того, на этих же эсминцах проекта 30 bis в качестве орудия противовоздушной обороны дальней зоны стояла одна вот такая установка 92К. So the same Project 30 bis destroyers used as the anti-aircraft artillery 92K gun. Это оружие было принято на вооружение еще в ходе Великой Отечественной войны. So this artillery piece was taken into service during the Second World War, the Great Patriotic War, as we call it. И первые в качестве зенитных орудий еще во время войны их получили артиллерийские крейсера проекта 26 bis.
So the first ships in Russian Navy who were equipped with these guns were cruisers Project 26Ps. Всего было построено 6 таких крейсеров, из них в боевых действиях участвовали 4. Well, six were built, but only 4 of them, you probably know that, were in service during the war. В боевых действиях на Балтике и на Черном море участвовали крейсера Киров, Молотов, Ворошилов и... Нет. Киров, Молотов, Ворошилов, господи, третий, ну ладно. Донской? Нет. No. Киров, Молотов, Ворошилов, господи, ладно. 2 крейсера, Каганович и Петропавловск были на Тихоокеанском флоте. So in four of them, Kirov, Molotov, Kaganovich, not the, 2 крейсера, Каганович и Петропавловск, Kaganovich and были на Petropavlovsk were on Тихоокеанском the флоте Pacific и в Ocean, боевых действиях не участвовали. and they see no action, and 4 of them, И они получили на вооружение вот именно такие орудия. только 2 is. Только были 2. So Два yeah, из 6. it makes sense. So just 2 that see no action because they have time to install these artillery pieces. Got this during the war. А корабли, которые воевали на Балтике и на Черном море, остальные 4 корабля, вместо них имели вот в качестве орудий противовоздушной обороны Б-34. So and the last corps used as the anti-aircraft guns those turrets B-34. We'll come close to the shells to talk about the types of shells. Die sind schon ganz schön groß, die Dinger hier. Habt ihr gar keinen Vergleich gerade, ne? Können wir mal kurz gucken. Das ist mein Gesicht. Das Ding ist schon riesig. Das, guck mal, da Pasch im Hintergrund. Da ist Helrik. Guck, wie groß dieses Geschütz einfach ist. Und dabei ist das ein kleines, ne? Krass. Holy shit. Really puts it in fucking scan. Yeah, sorry. Фугасный снаряд, тонкая стенка и очень много места для взрывчатого вещества. So the high explosion one have thick not a blanket, so thick walls and a lot of space for the powder. Бронебойный снаряд, очень мало взрывчатого вещества, зато мощная твердая болванка, которая пробивает броню. And the armor piercing is basically a big piece of metal just to penetrate the armor. Was that's a Welches davon? 130 bis 130 mm. Das sind die kleineren, ja, ja, das ne? ist klein, das ist viel größer. Das ist irgendwie... Das steht ja nicht dabei, das ist ein Kaliber. Stell dich mal davor kurz, Erik. So vor die größte, damit die Leute einen Vergleich haben. Hier einfach direkt vor die größte, ne? Seht ihr das? Ja, das ist schon hoch, ne? Hey, no picture. Und das ist so eine Quadrupelboffer. СМ-20 ЗИП 45 миллиметровая, 4-орудийная. Alter, ist das krass. Gun, the mark SM-20 ZIF. So ZIF is the marking of the factory which produced it, and SM is the institute which actually made the gun. В качестве основного средства ПВО использовались на эсминцах 56 и 57 проектов.
Ich glaube, Henrik ist 1,78 oder so, hat er gemeint, oder 1,77. AA guns, is it shorter, on the projects 56 and 57 destroyers. Oh, da ist Flambas und Flambas ist groß. Проекта была очень удачная серия советских эсминцев. Были на вооружении с 50-х и до начала 90-х годов. So, Project 56 destroyers were very successful project. The Russian Soviet destroyers, Cold War era, and they were in service. Das ist so krass, das ist so surreal, wie riesig dieses Ding ist. Im Spiel sind die Geschütze halt so klein und ich weiß nicht, du hast einfach null Größenverhältnis und jetzt. Das sind ja noch nur die kleinen Dinger, das ist so krass. Ja gut, die Flak ist nicht eine kleine Flak. В качестве основного зенитного средства самой массовой послевоенной серии советских крейсеров 58-го и 58-го ДИС-проекта было вот это вот орудие. So, as the main dual purpose guns on the Russian cruisers Cold War era Project 68, they used this gun. Phil Antonio, das Geschütz da drüben hat, glaube ich, was hat er gesagt, 24 Tonnen. Das ist natürlich ein bisschen mehr als das hier, aber ich schätze mal, dass das auch... Ach, guck mal da. Das kennt man. So to compensate, yeah. Значит, здесь представлена башня от плавающего танка ПТ-76. One of the, напомню по поводу... Ja, nein, ist ein Panzerturm. So one of the Project 68 cruisers is actually a museum ship, part of the Navy museum. It is in Novorossiysk now. Mikhail Kutuzov, you know it. Так, вы знаете, Yeah. башня от плавающего танка ПТ-76. So, and the next object is the tank gun of the... Ach, guck mal hier, 15,7 Tonnen wiegt das Ding. Yeah, 78. 11 Kilometer. Ja, aber das ist doch eine Flak. Ja, ja, aber du kannst mit einer Flak natürlich auch Landziele bekämpfen. Ja. Frag mal, was die beste Pack war für Ja, die Deutschen, die ja. 8-8. Das war eine Flak eigentlich. And also, as far as I recall, it was used on the Hi Chris. Ein Kindle-Kampftrinker, servus. on the gunboats. Здесь эта башня представлена потому, что точно такие же башни стояли в том числе на милитерах и боевых катерах. So yeah, I just told that indeed that guns were used also on the monitors and the gunboats. The river gunboats. Так, реактивная система залпового огня ВМ-14. Die Magazine an. Der Schlitten hier so. Ihr habt jetzt kein Größenverhältnis. Das ist einfach, das ist ein halber Meter breit, ne? Das ist so krass. Yeah? Look at that mosquito. Yeah, I'm not interested in getting malaria. That will murder you. Murder mosquito. 45 tons? This thing? Nah. And each gun takes a 19-person crew. Combined. Yeah, everything up, This down, is 19 person for this, for just this thing. gun. And if they had Holy shit. 2 of these, 18 rounds per minute. That's an insane cooldown. Holy shit. But I think they counted twice because of 2 barrels. Oh, So 9 So rounds 9 per per minute. barrel Yeah, but per minute, yeah. 9 shots per minute. That's still good, isn't it? Yeah, like 6 points something seconds. And then you add adrenaline rush. Yeah. Guys, we're on fire. Fire faster. 7-миллиметровое противотанковое орудие.
То есть легендарная 45-ка, которая провоевала всю войну. Я слышал, вот какой тысяч... 32. In 1932, Russian Soviet Army, not the Navy Army, produced the Also doch anti-tank gun. pro Rohr, sicher? Wow. Ja gut. Так, вот это морской вариант. Das würde dem Spiel tatsächlich extrem nahe kommen. And this is actually the Someone in my chat just said it is really 18 rounds per barrel. Она устанавливалась на всех So it's мобилизованных like кораблях, more like катерах, 3 seconds. 3 seconds, yeah. гражданских судах и так далее. So they used to install it during the war on the civilian vessels, which were mobilized for war, like tenders, icebreakers, so on and so forth. They also use it Danke, Nano. guns. Оно же устанавливалось на подводных лодках. And the submarines utilized this gun as well. Наши самые маленькие подводные лодки типа М, малютки, имели на вооружении только одно такое орудие. So the smallest Soviet submarines, M Malutka, used just one of these artillery pieces. Like that gun. Yeah. Самые Die крупные ganze лодки Andeck типа von К U-Booten. крейсерские имели 2 таких орудия и 2 100-миллиметровых орудия. So the biggest World War II Soviet boats, type Ka cruiser boats, had 2 of these guns, in Vaishnavi, 2 100-миллиметровых. and 2 100mm guns. В 1942 году это орудие было модернизировано. Раньше оно было такое. В 1942 году в 2 раза увеличили длину ствола. So yeah, they basically in 1942 they made a modification, 92K, just enlarged the length of the barrel. Орудие вот с таким стволом называется 21К. Eine Вот с kurze таким Frage. стволом 21 Habt ihr КМ. irgendwas als Overlay im Stream eigentlich? Chat oder sonst was? Ich sehe das bei mir auf dem Handy nämlich nicht. Also bei mir, ich habe meinen Chat direkt auf meinem Display, das heißt, der Chat überdeckt quasi fast alles. Ist ein bisschen schwierig so zu filmen. Aber ich weiß ja nicht, was ihr seht. Ihr seht tatsächlich auch den Chat links unten, oder wie? I don't know, I can't read it. I'll translate. What the? You hear that? So it is 152mm Someone's shooting. guns. Это стволы от 152 миллиметровых известных. In gratitude, the Commandant of Marine Sea Cathedral, Oh. Fedorovich. Yeah, it's like a memorial plaque. Hört ihr das? 20 века корабли всех основных морских держав имели на вооружении в качестве основного или вспомогательного калибра 6-дюймовки Кане. So yeah, as I told, Hey, Janet. not only Mein Russian Mogelbert. Navy used those guns, but probably most of the navies of the First World War, World War era in 20th century, in the beginning of Lift it. it, used those guns Do you even either as the main guns or as secondary gun caliber. Такие 6-дюймовки Кане стояли на наших самых легендарных кораблях. Крейсере «Аврора», крейсере «Варяг». So yeah, those Kane guns were used on most well-known Russian cruisers, Varyak and Aurora. На фортах Кронштадтской крепости стояли береговые варианты вот этого 6-дюймового орудия Кане. Основное вооружение фортов было. And as well, they used those guns not only as armament for ships, but also as armament for the naval force. So we are here in Kronstadt, there was a fortress, and they used that in the coastal artillery as well. Here А на вооружении, например, в Владивостокской крепости такие орудия Кане стояли до 50-х годов 20 века. And there is also in Vladivostok was a Navy fortress. They utilized the same guns until 1950. Die großen Dinge, das sind 152er, nur damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, wie groß die Kanonen sind. Und das wäre ein kleines Kaliber für einen Kreuzer. Это настоящая накладная доска
самого знаменитого, самого легендарного in der корабля Hand. советского флота. 152 mm. So this is the original ship's flag, Kirov. Krass. You recall it? So Kirov took part in defending city from the blockade from the Nazi forces, and the main guns were dismounted, and we can see it if you have any time or decision to go there in Корабль был построен тоже с участием итальянских специалистов фирмы Ансальда. So here was the project was created with the help of the Italian specialists from Italia company. За основу был проект теоретический чертеж итальянского крейсера Eugenio di Savoia. So yeah, they used the crew lines of Eugenio di Savoia cruiser. Крейсер участвовал в Таллинском переходе. Oh yeah, the cruiser took part in the very tragic part of this Soviet Navy history when the fleet, the main base of the Soviet Navy was in Tallinn during in the beginning of the war, and because of the German forces were coming closer to Tallinn, and Tallinn was taken by Germans. They had to move to the Leningrad, and during that move, the squadron was bombed heavily. There were a lot of losses, and Kirov took part in this. Крейсер нес большие потери всю войну, когда стоял в блокаде. Так во время только одной бомбежки в апреле 1942 года погибло 86 человек из экипажа. So cruisers were one of the primary targets for German aircrafts and artillery as well. So it was bombed, and just during one bombing raid in 1942, the losses of the crew was 80 sailors and officers. Одна из попавших в корабль бомб прямым попаданием вывела из строя сразу все 6 вот таких зенитных орудий. Они очень неудачно стояли, скомпонованные в одном месте. Взрыва одной бомбы хватило, чтобы всех их Это вот вывести из строя. в 42 году, да? Да, да. So during that raid that I mentioned in 1942 bombing raid, just one bomb taken out of service all 6 of these anti-aircraft guns. They were combined, very close one to each other. So it was a lucky fit. Ja, das ist so schade für euch, dass ihr das nicht richtig sehen könnt. Vom Größenverhältnis her. Das ist halt ganz anders als, keine Ahnung, in irgendwelchen Videos oder Spielen. Ich war schon damals in Munster extrem überrascht, wie fett die Panzer sind. Wirklichkeit. Ice cream. Hi. В течение всей войны вот эти установки постепенно заменяли собой вот эти установки 21К. So, То есть вместо тех ставились эти. it was the war modification, and this gun replaced actually the 45 millimeter AA gun 21K, which we see. Отличие в том, что 21К имела одиночное заряжание, и для стрельбы по самолетам плохое было средство, откровенно скажем. So yeah, as you can Es ist probably nicht arg imagine, warm. Wir haben 21K vielleicht 20 Grad gerade oder so. Was slow in service just because it has one barrel and 160 rounds per minute per barrel. it has to be it taken a lot of time to put a shell in the barrel. So this gun was replaced kind of during the water-cooled, war right? steadily as they had It is. time to do that. And Yeah, you see the rate the of pipe fire on top? was much better. Здесь заряжание происходило магазинами по 5 выстрелов. So yeah, they utilized magazines with 5 shells in each. И, соответственно, пушка могла вести автоматический огонь, плюс к тому
жидкостное охлаждение ствола. It's not really hot here in Russia. So yeah, Yeah, for as the well, Indian guy it's cold. They used I mean, it's the cooling system. nice so in they the summer. They can fire without any stop. What do we have? And of course the rate of fire was much greater. 17 degree. Стояли на... Okay, unterschätzt. Ich habe gedacht 20. Это была вода, да? Oder überschätzt. Yeah, the water was Значит, стояли на очень многих типах кораблей, в частности, на уже упоминающихся крейсерах 68-го БИС-проекта стояло 16 таких установок, то есть 32 ствола. До начала 90-х годов на вооружении было. After the war, when they have enough time to install it in the greater majority of Russian warships, they were used, for example, on Project 68 cruisers, and that type of cruiser had 16 guns of that type. И последний наш экспонат, в центре стоит бронированная огневая точка. And the last artillery piece, which we'd like to show you, is the with a stationary artillery point protected by the. Такие бронированные огневые точки изготавливались во время войны на Кронштадтском морском заводе из листов брони толщиной от 6 до 15 миллиметров. So, Kronstadt, yeah? Да. So they were produced here in Kronstadt. It is not something which they put on the ships. Instead, they used it here in the land to protect the island and the mainland. So it was just stationed in one place and could just. Использовались для противодесантной обороны, особенно в зимнее время. Erik hat nicht ganz so viel Datenvolumen hier. Der hat keine SIM-Karte. Гарнизон, естественно, один человек, Der hat nur ein bisschen, was halt so zum Surfen reicht, aber nicht zum Streamen. From the surface forces, which would take opportunity to land on the island. So they were manned by just one man and one gun. Yeah, the small turret, a machine gun. Yeah, and one machine gun. Yeah. Собственно, все. Какие вопросы? Do you have any questions? So if no, let it please have like, I don't know, 3-4 Ich habe nur mein Akku-Pack vergessen. photos and then we need to go to. Das heißt, ich bin jetzt gerade bei 65%. Thank you. So, jetzt können wir noch ein bisschen Fotos machen, obwohl das glaube ich gar nicht so nötig ist. Aber wie gesagt, das Ding hier ist halt echt riesig, ne? Das wiegt 24. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es da drüben mehr wiegt, ehrlich gesagt. Nee, pass auf. Das wiegt, glaube ich, was waren es, 15 Tonnen? Das ist die Flak. If you wish to climb, but we don't have like that much time, you can. Oh, I can climb up on it? Yeah. Oh shit. From behind. Yeah. Flambo klemmt jetzt drauf. Watch out. Also das waren 130 mm nochmal, ne? Nur damit ihr wisst ungefähr, von was wir hier reden, ne? Und das wiegt, was waren es, 24 Tonnen oder so? Also ein bisschen mehr als was auf dem Zerstörer drauf ist, ne? Also, oder ein Zerstörer kann ne? Can you actually see me from there? I can take it. Yeah, you can adjust it, yeah. Yeah, this is how big it actually is. Ja. 现在弗拉姆上去展示一下这个炮大概的。 Das ist eine fucking DD-Gun, ja. Now I need to get down from here, though. Yeah. Turn the camera off so I don't end up on live leak. It's not the right scale. He's a small man. Yeah, that's true. Komm mal kurz mit, Erik. Also wir hatten ja gerade eben das Ding 24 Tonnen und die Flak hier waren so um die 15 Tonnen oder so. Eine Yamato-Gun wäre interessant gewesen, ja klar. Ja komm, 15,7 Tonnen für das Teil. Und was das hier wiegt, das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das stimmt. Aber was glaubst du, wie viel das wiegt?
Ja, 45 Tonnen. Ach, fuck. Ja, aber im Vergleich zu der anderen. Die ist Ja doppelt so gut, viel aber wie die. je größer, also das kommt ja immer auf. Hier ist ja 100 mm Twin Barrel. 100 mm. Ja, aber du hast hier. Und die andere ist 130. Guck mal hier kannst du es gut sehen. Wenn du zum Beispiel bei hin. Da, Ja, die ist nicht so massiv. die ist nicht so massiv gepanzert. Vielleicht ist die halt richtig heftig gepanzert. Das ist Vollpanzerung hier. Nee. Ne? So, und da unten, was du alles hast. Dort. Ja. Also das ist schon. Ha? Von hinten? Ha? Hier, das ist doch beautiful, lovely. Oh. Ja? Alter. Ja. Komm. Ja. So. Und hier siehst du so einigermaßen auch mit der Panzerung, ne? Hier. Ja gut, hinten ist es ja nicht gepanzert. Also relativ, so gut wie gar nicht. Aber da vorne wäre halt interessant. Ja. Aber trotzdem, ich kann es mir nicht vorstellen irgendwie, dass das Ding hier, gut, es ist ein bisschen länger, aber schmäler, aber es hat ein kleineres Kaliber. Das Ding kostet Also generell wiegt fast doppelt so viel wie das Fette da drüben. Um sich zum Beispiel mal 20 Tonnen sind ungefähr, wenn ihr auf der Autobahn mal so einen Container seht, so einen kleineren, 6 Meter lang. Wenn der voll gefüllt ist mit schweren Sachen, wiegt der so 16, 18 Tonnen. Das heißt, so ein 20-Fuß-Container voll gepackt mit Dingen. Das kann man sich nicht vorstellen, wie schwer die Nur Dinger damit man sind. ungefähr mal weiß, weil Es ist halt 45 viel, Tonnen, ne? das ist viel Metall halt. Ja. Gute Panzerung. Zack, wiegt was. Nee, wenn die Yamato da einschlägt, dann ist das Ding weg, der Turm. Das glaub ich aber, hey. Da kannst du noch so eine geile Panzerung haben. Auf dem Turm, wenn da Yamato Shell einschlägt. Hört ihr das? Ja, vor allem bei der Die schießen die ganze Zeit im Hintergrund. Haben wir vielleicht eine gerade Uhrzeit? Zumal wenn du in so einem Ding drin bist, ja? Und da geht eine AP-Shell rein. Ist es für die Besatzung kackegal, ob das Ding explodiert oder nicht, weil das ist reine Physik. Ja, na klar, das Ding hält das nicht aus. Das Ding vielleicht, aber der Mensch da drin nicht. From this Der auf year, keinen Fall. so you are the first wargaming guest to visit this yard. Oh, nice. Yeah, super VIP. Oh, is taking camera shot of us? Ich bin filming. I've been filming one. You will be the history of this place. Oh no, my hand is shaking. I can stop it. Chat. So, cheers. Tschüss. Okay, there we go. Finally. Oh, I can see chat. So yeah, and now we need to keep tempo. Where are we going next? Back to the. Also wir sind die erste World of Mein Paul. Warships Gruppe, die hier jemals in dem Artillery Navy Yard waren. Ja gut, so viele World of Warships Gruppen gibt es ja jetzt nicht egal, wir waren wirklich. trotzdem die Aber Ersten. okay, das waren jetzt halt wirklich nur kleine Geschütze. Also ein richtig fettes Geschütz wäre natürlich auch nochmal, ne? Aber das ist krass. Also ich hoffe, ihr seht wirklich die Sachen, Leute. Nicht, dass der Chat jetzt hier irgendwie alles überdeckt, so wie bei mir auf dem Bildschirm. Ich hoffe, das ist nicht ganz so krass bei euch. Weil bei mir geht der Chat nämlich von links nach rechts komplett. Guys, we do need to keep moving though. Yes. Mate, I'm a sprinter. If it comes down to it, don't worry. Yes, we can. How the hell is my coat? In real, those guns are so much bigger than in the game. Yeah, I mean, you should go if you get the chance. If you're still here on Saturday, you're gonna go visit the Aurora. If you haven't gone and visited it. I won't have time, sadly. Oh yeah, Flight's 'cause going on 6 they have the a.m. Aurora, which in World of Warships is this small little Tier 3 cruiser. But then when you actually go see it, then you realize how fucking massive it is for being a little Tier 3. That's when you start realizing. For being a little tier 3.
the game like really distorts the scale. Big time. It is. Let's see. I mean, I visited the tank museum in Munster, and it was really great. Seeing a king tiger in front of you is. Yeah, they have a tank museum here in St. Petersburg as well. Oh, yeah, it's really cool. You don't even actually have to pay to go in there. You can just go walk around the outer courtyard, and they got like shit tons of tanks and artillery outside. It's really cool. Yes. Thank you very much. You can say. Hi, Chad. Welcome to St. Petersburg. I hope this was interesting to you. Definitely for us, the first time that I've been here. And when you can see stuff like, the small turrets, they're not small. How much did it weigh? The turret? I know, it was The one you climbed on was 24 tons, I thought. Oh, but that's lightweight. 100 pounds. Yeah, like Yeah, just You know how many people operate just that under. single 100? it's probably a 20-man crew or something. Yeah. Ich muss sowieso mal auf irgendeins dieser Schiffe mal gehen einfach. Das heißt Belfast oder Rohr oder was auch immer. Einfach mal um die Größenverhältnisse zu sehen. Ja, wir haben hier so eine große Kathedrale oder was das ist. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ist halt schon wieder schön vergoldet oben, ne? Hey Commander. Stell mal den Wind ab, ich kann das nicht. Eigentlich verboten. Eigentlich verboten. There is no science. Lustig zu hören, wie ein CC aus Tschechischen Republik eigentlich verboten sagt. Yes, yeah, we are. Sergey's walking us back now. Okay, thank you. See you. Yeah. Wind over 9000. Ich kann auch den Sound ausmachen, wenn ihr wollt, wenn es zu sehr stört. Oder meine Hand mal irgendwie vors Mikro halten, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe leider nicht so einen Puschel, den ich ums Mikro drum packen kann. Puscheln. Holy, ich muss aufpassen, dass mein Handy nicht wegfliegt. Ah, du hast ein Akku-Pack dabei, oder? Ich habe einen Akku dabei, ja. Oh, muss ich mal gucken. Also gut, ich habe mein Kabel hier. Achso, ja, wegen Lade. Ich habe mein Ladekabel dabei, Ja, dann gucken wir mal. aber Akku-Pack halt nicht. Vielleicht später noch von woanders streamen oder so. Schauen wir Ja. Janet, no, this is... I don't know what this is, but it's not a palace. It's just a cathedral church thing, I guess. Oder? Das ist schon irgendwie so eine Kirche, eine Kapelle. Kathedrale. Ja gut, eine Kapelle ist es nicht mehr in der Größe. Ja, Cathedral. Genau. Ich meine gerade. So, ja, ja. Ein bisschen zu klein dafür. Zu groß. Pingu ins Hauskapelle. Ja, klar. Helrig's home. Yes. Ja, zu Hause Twitch mal hier. So, jetzt gehen wir zurück zum Bus, schätze ich, und dann fahren wir da nochmal irgendwo anders hin. Oder? Nee, gar nicht wahr. Doch. So, jetzt kommt die Hafenrundfahrt und die Kathedrale ist als letztes, soweit ich das mitbekommen habe. Hafenrundfahrt? Ja, so, wenn ich das nicht verstanden habe, ja. There are the American guys. I have to change the camera so they can actually see you. It's eye chase. Oh! Our resident hero. We have to go. We have to go. Lamu! It's like children. Oh shit!
Ist Euro auch da? Nee. Euro ist nicht da. Euro ist in Japan. Ja. Japan. Japan. Zu viel Englisch heutzutage. Ja. Ist mit seiner Familie, glaube ich, da. Oder irgendwie sowas macht er da Urlaub. Auf jeden Fall hat er nicht die Chance, nach Moskau zu kommen. So einfach hieß es mal. Wrong bus? No, you need to get the flowers. Like, wasn't it one of these? That's work in progress. Working broken. Das habe ich mich hier Come abgehetzt. on, it's wargaming. Hello. Something has to happen. Yo-ho! We will fix it with the next patch. Wenn ich weiß, wer das ist, das Flambers. In what? 3 months? What? So In while fast? you're stuck here. You're dreaming. Wake up. It is an unofficial Gulag invitation. You just stay here. Und beeindruckt, Pasch? Ja, ich habe jetzt das System noch nicht verstanden, dass wir eigentlich alle 3 Parts machen sollen, wenn wir jetzt erst wieder zum Bus gehen, irgendwo hinfahren und dann wieder hier hinkommen oder was? Ich habe auch gedacht, wir machen jetzt das, was die Amerikaner gemacht haben. Und dann das, was die anderen also so. Ja, wie auch immer. Aber. Yeah. So we get in, yes? Yep, sorry, checking everyone's on. Alright. Sitzt immer ganz hier vorne. Okay. Die coolen Kids sind immer ganz hinten. Oh, hello, you cat. Hello. Oh my god. Now you tell me, how do you know? Servus, Biff. I'm old. Oh shit. No, you can wherever you want. Yes, yeah, I will just put this down here so I can relax the fuck. So did the guys I guess I'm getting in the back. Oh my gosh. That's a Frankenstein seat. Ja, ich probier's gleich mal. Warte mal. Muss mal kurz schauen, ob ich mein Smartphone laden kann. Und Helriks Akku-Pack. Okay. Das ist USB, ne? Ja, ist USB. Ah. Cool. Are we seriously going to come back to this? Kein Stromanschluss im Bus? What's the... Ich sehe gerade keinen, ne? We cannot like have 2 groups at the same time. And we're the ones on the stick here doing the... Well, everybody has to do this, but yeah, we have to do the... No, it's ridiculous. I mean, we were just here. The other group's just gonna stay here. These guys did both of this and then Yeah, still. we're the ones. I know. But everybody has to do the... Oh, mir läuft die Nase die ganze Zeit. Ich will meine Nase putzen, Leute. That's what we do. Ich lege euch mal kurz weg. So. Yes, Janet, we are going to another place now. I'm not sure where we are going. Maybe it is a... was ist das? Hafenrundfahrt auf Englisch. We will drive around with the boat, I guess. Clyde just reported, got the bill Boat for my tour. application that I was supposed to use for CC Summit trip. $140. I have to pay that despite the fact that I'm not in the summit. It's my pay. Oh. Oh. Yeah, I mean, that's $150. What is this? Sorry, dass es so ein bisschen holprig ist, aber das ist der Bus. Und hier sind überall solche Speedbumper auf dem Boden.
Harbor Around Trip. It's a boat around the drive. Es wäre das Angebot. Ja. Aber guck da hier. Schon wieder überall, jetzt wackelt es wieder. Chris, I have a live report of a bug. Look at the HP bar. Es funktioniert, ja? Es ist super. Dankeschön. Überall. Egal. Your cat. Your state. Ja, aber die There's name. Is your chat getting nauseous from all the bumps? Yeah. Watching it go up and down. Do you have to pee again? Yeah, I do. I'm like an old woman when it comes to pee. Nothing new there. Hey, seriously, what? Every 10 meters, it's like one bump. Yeah. It's like you can't drive fast here, which makes me really wonder. Russians are always the ones having all these super, car crashes and stuff. YouTube is filled with them driving fast and crazy. How do you drive fast and crazy when every 20 meters is a bump? I don't know. You can try it. Yeah, that's why You won't come far, I guess. That's why you see so broken cars everywhere. Yeah. Oh, wenn wir nach Japan gehen könnten, wäre das mega krass, aber das würde halt keinen Sinn machen, weil in Japan nichts ist von Wargaming. Aber das Yamato-Museum würde ich unglaublich gerne mal sehen. Ich glaube, wenn ich jemals nach Japan gehen sollte, dann muss ich das auf jeden Fall auf meine Liste. Mike! Ja, Iol Grey heißt Mike. Especially for a British person. Mike, are we gonna see the destroyer from the cruise? Yes, yeah. And I think there's a submarine. There was one more there when we were last. Russisches U-Boot. Und ein Destroyer, hat er gesagt, könnten wir sehen. Und oh, ich bin so gespannt, Mann. Das ist ein Plakat mit. Zu spät, Janne. Da stand Cover drauf. Haben wir einfach ein riesen Plakat von der Cover drauf. Keine Ahnung in welchem Zusammenhang, aber einfach so auf dem Brunnenhaus geklatscht. Läuft. Mal gerade gucken, wie viel wir laden mit dem Ding überhaupt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich auch andere Apps gerade aufmachen kann während dem Stream und zum Beispiel auf Discord was zu schauen. Ist der Stream noch da? Hört ihr mich noch? Ja, alles gut. Ich muss das nur irgendwie hinkriegen, wieder den Stream zu öffnen. So. Cool. Also ich stream gerade nicht mehr mit der normalen Twitch-App, wie das letzte Mal vor 2 Tagen. Vor 3 Tagen war das. Das war über die normale Twitch-App, jetzt streame ich über die Streamlabs-App. Und ich frage mich, ob die Qualität besser ist, weil letztes Mal hat jemand gemeint, dass die Qualität ziemlich mäh wäre, oder mehrere Leute haben gemeint, dass es grieselig wäre. Ist es besser dieses Mal? Die ist viel besser, okay. Ja, geil. Ich kann noch kurz gucken, wie viel Datenvolumen ich schon wieder verbraucht habe. Oh, wir sind bei 3 GB. 2 GB heute schon verbraucht. Okay, man merkt es definitiv. Beim anderen Stream
gut, ich habe nicht eine Stunde gestreamt, aber da hatte ich gerade mal 700 MB oder sowas verbraucht. Also die Uploadrate oder generell, was er halt hochgeladen hat, war viel, viel weniger als das hier. Aber ist okay, cool. Achso, nee, ich habe nicht Unlimited. Ich habe aber eine SIM-Karte für 5 Euro gekauft in der Nähe von unserem Hotel. Als wir beim Catherine's Palace waren, in diesem Alexanderpark, sind wir nochmal in die Stadt rein. Oder halt gelaufen in diesen Ort. Und da war dann, ich weiß gar nicht, Tele 2 heißt das bald, ne? Der Anbieter. Da sind wir rein, haben uns eine SIM-Karte geholt für 5 Euro. Mussten das übersetzen mit einem Handy, was die halt sagt oder was wir sagen wollen. Und sie hat es zurück übersetzt mit ihrem Handy, weil die kann kein Englisch. Konnte kein Englisch. Und dann habe ich eine 40 GB Datenvolumen SIM-Karte bekommen für 5 Euro. Wo du in Deutschland halt 5 Euro zahlst für, keine Ahnung, im Monat meine ich jetzt. Was hab ich für 5 Euro im Monat? Ich glaube 500 MB, wenn es hochkommt. Wir müssen natürlich auch bedenken, dass der Euro extrem stark ist in Russland, dass die Währung hier nicht ganz so gut ist, also ist ein bisschen schwächer. Aber trotzdem, für 5 Euro 40 GB ist schon echt heftig. Und wir haben halt hier in St. Petersburg sowieso überall 4G-Netz. Kein Problem. 30 GB für 30 Euro. Alter, leck mich am Arsch. Wie gesagt, ich habe 3 GB bis jetzt verbraucht. Ich werde diese 40 GB niemals voll kriegen. Bis morgen. Penguin can sing? No, not really. Schauen wir gerade so ein bisschen am Hafen entlang hier. Did you show them where the containers are getting created? No. Is it a container creation place? Obviously not, but this is the chance for your super container. Now I got it. This is where Russia does the container. Ship to your ports, guys. At home. There is your Hans Flambers. Ah, there we go. Hans in Russia. See, this is one place where Hans never actually got to be. In Russia? Here we go. We'll say Petersburg or Leningrad in one more time. The northern group kind of stopped here. I think they bypassed it, but they never got into the city. Didn't they? Are you filming me putting clothes on? Very sexy, thank you. Oh no, well, okay. By accident. Man, I fucking hide you, chat. I stand up with some clothes on and just having his camera pointed at me and I'm like, Twitch has eyes everywhere, you can't hide. Totally not by accident. But that's the thing with the IRL stream, is you never know what you're gonna catch with a camera. Yeah. In Germany, you have to be really careful. Bunkers, like governments. This, yeah. They use concrete thingy. Or just small. Sieht aus wie ein Chrysanthus, ja? Da hinten sitzt ein Chrysanthus. Nordgrundstadt. Ja, das ist Yeah. Oh damn. I would love to surf right now. Oh, you know how to surf? Windsurfing. Windsurfing? Oh, okay. Yeah, with the sail. Super good. I mean, the water is super shallow or no waves. And there's wind. And there's wind. It's really perfect. The sun is there. They have a trampoline.
They have, It's a yeah. safety net. Oh, back there, yeah. I really think we should go on those. Yeah, screw that boat tour. We can have your boats. We have enough of those. Right? Yeah, exactly. How often do the sissies get to compete in an obstacle course? Let's see the super unicorns perform here, right? Best CC gets a black camel Yamato. So, machen wir kurz hier den Rucksack ein bisschen zu. Eieiei. Wojciech, you come? Oh yeah, thank you very much. Oh really, that step. Sie sind das erste Mal in der Gruppe. Wen meinst du denn? Brithel? Wen meinen Sie? Dann muss mal kurz noch was in meinen Rucksack packen. Ah. Ja, es lädt tatsächlich auf. Chrysanthos, seit wann ist er mit euch unterwegs? Chrysanthos ist schon die ganze Zeit mit uns unterwegs. Er ist ja der Community Manager, so mehr oder weniger. Und der managt gerade die europäische Truppe hier, oder betreut sie zumindest. Und dann kann er Deutsch, natürlich. Der war auch letztes Jahr schon dabei. Bei der Ankunft hat man ihn noch nicht gesehen, oder? Der ist schon die ganze Zeit da. Wir waren am ersten Tag halt alleine unterwegs. Da war er dann am Hotel, hat auf jemand anderen noch gewartet. Aber ich muss aufpassen, dass mein Handy nicht runterfliegt. Wäre tödlich für euch. Ist das auch gut? Da ist einfach kein Dach auf der Toilette. Different live stream. Yeah, And it's the new subscriber stream Yeah. feature. yeah, this is for Patreon only supporters. So if you head to Patreon/Flamu. If you don't, please sign off. Like, log out, don't watch. Oh, I don't know. Yeah, I think Flamu has a private Snapchat for his most loyal followers. Maybe Fatso Jesus. Fatso, yeah, Fatso. Fatso Jesus. Never again. You said Fatso Jesus, he immediately stormed out. When you try to wash your hands, the water gets through the sink right into the floor next to you. And I was like, whoa, what the fuck is going on? Did you just become shit Jesus? If anyone else wants to, you're welcome. Bis die Leute fertig sind mit der Toilette, wenn wir alle nochmal aufs Klo müssen. Und dann fahren wir wahrscheinlich mit einem der kleinen Boote hier vorne. Entweder dem rechten oder dem linken. Alter, das stinkt aber auch richtig, ne? Well, there is no heat here, Jeanette, in St. Petersburg. It's pretty chill, actually. I hate public toilets. But they love you. No, they love me. No, I mean, I love them. Ich glaube, das Ding, das ist schon gut, dass es kein Dach hat. Sonst wird es da drin schleppen ohne Ende. Ah, ist schon angenehm, hey.
Woche chillen. Sitzen einfach an der Mauer. Welches Boot? Linkes Boot. Okay. Ja, dann gehen wir mal auf das Boot. Hello, my Indian friend. Ah ja, hier mit meinem schönen Partner back. Weil ich ein nicer Streamer bin, natürlich. Oh, you're the old one. Yeah. This is this year's. This is new. We got one badge. Yeah, though. yeah. So I'm gonna put it on a jacket at home. You did? A denim jacket. Ah, nice. I have Worship's badge here, CC badge here. I like the new logo. With the Kraken? Yeah. The new logo? Mine is pretty, I don't know, it's okay. But it's the old one. Bin ich froh, dass er nicht mit. Oh shit. Ja, Muggelbert, ich bin nicht Dr. Disrespect. Bedenkt, Leute, das ist mein zweiter IRL-Stream. Das heißt, ich bin ein totaler Flap, was solche Streams angeht. Hello. So whoever doesn't have a seat, we're gonna throw a rope and we're gonna drag you along. Oh shit. Make sure you don't get a deep dive stream where you actually, show them under the water. Yeah, pretty I'm really windy. careful. Ja, unser Aschenboot, ja. Wer sie kann. Sofort Kohle tippen. Down to the machine room, get to work. Speed splash. Speed beast. Okay, also dort hinten, da haben wir auf der kleinen Insel irgendeine Fortification. I don't know, these Russian things always like to produce sound for no reason. Oh, imagine now he starts playing party music. Oh, here we go. Russian party music. Yeah. Bobovsky. Attention, please. Our captain speaking. Okay, now there will be a short guided tour. Okay. Kriegen eine short-guided Tour. So to the right you can see Fort Constantine. To your right, exactly over there. It was built in 1808. Warte. Fort And Constantine it was ist da called drüben. the double wooden battery back then, southern battery. So it consisted of 2 tiers, and there were artillery guns there on 2 tiers. Ich kann mein Handy nicht höher halten, weil And ich it es was eingesteckt equipped habe. Warte mal with kurz. 85 guns. Jetzt geht's besser. And in 1808 it was attacked by the English, and
the fort defended the land. Damn it, Mike! You just test it. Yeah, man. So to the right there were 9-inch guns. You can see a yellow building over there. That's the building where the officers were lived, officers' barracks. And the turquoise building was where 11-inch guns were positioned. Inch? Can we do in millimeters? And there was more, one more I guess you were more successful than you think. artillery We're talking battery in there. To the left, you can see half wells, and that's Pauke battery. Wenn ich sehe, wo wir hingucken sollen. There Jet. were lifts inside those semi-wells, and there were guns installed there. And so they were loaded on the lower floor, and then lifts were used to lift the gun up. Defender, wir sind So schutzlos, it wir haben was keine an Anti-Air. experimental technique to load guns because it's a technology Aber wir that wärmen was einfach unsere Flak aus. difficult. And Und it falls es soweit kommen wasn't sollte, implemented, elsewhere. Just but Dodge. those lifts were used to lift searchlights. Intelligent. So we're in the Neva Bay. To the left we have island called Kotlin. In the 10th century it was where the route from the Greek to the Varangians was. Das war And Flammbast, it aber. was the way to link the Baltic states with the gefragt hatte. Mediterranean by water. And here it was the base for goods. So to your right, where you can see that orange boat in the distance. Das Boot da vorne. So ships were there, and that was the closest they could come to the shore. And then barges came along, took all the goods, and took the goods ashore. Hey, So Unforgiven, moin. initially the territory Ja, was super, dass wir Russian, tolles Wetter haben. and in 1617 it went over to Sweden. And that's why the Russians lost access to the sea for 100 years. And it was Peter the Great who regained that access. In 1702, the fortress Oreshek was captured. And that was the time when they started building St. Petersburg. Peter and Paul's fortress was founded in 1703 in St. Petersburg, so that was the beginning of St. Petersburg. And in the same year, in the same autumn, Peter the Great came over here to these shores and he started measuring depth. Then they found out that the territory was mostly shallow, but there were two navigable channels here. And it was decided to build forts to protect that navigable channel. To the right you can see Fort Alexander I. That's the fifth fort that was built in Kronstadt Fortress. It was built in 1845. So the walls are up to 3 meters thick. It's faced with granite and inside it's Nee, es built wackelt nicht from arg, red Ripper. brick. Ist ganz ruhig eigentlich, das Boot.
So granite was initially built to the adjacent fort Peter the Great to your left now, and then it was processed then there, and it was made into blocks. And here to your right, this on that fort, it was used for facing the fort. It was equipped by 124 guns. The fort to the right. 124 Geschütze hatte das The Ding. caliber was from 2 to 60 pounds. I mean, I can know the British 17. So yeah, the balls were up to 60 pounds. It's gotta be fucking you. People not building it wherever. Where did they? Everything is measured in inches. And back then it was a different way to measure balls. Cannonballs. Okay, when the rifled artillery appeared. Okay. Hat sie eben über Walls geredet. Right now, we're outdated. And contemporary guns, just a couple of shots. Jetzt wird's windiger. Wenn es zu schlimm wird, Leute, dann schreibt es in den Chat, dann kann ich den Sound ausmachen. Different construction technology was used to build forts. And they were now made of concrete, and modern guns were there. Yeah. Well, you heard it here first. Russians were too busy. To the left, you can see a fort called Peter the Great. It's the second fort that was built in Kronstadt Fortress. It defended the harbor that you can see in front of you, where you can see cranes and ships. The fort equipped 5 guns initially. And in the beginning of the 19th century it was rebuilt, and it was the first fort made of granite. Links ist der Hafen, wo wir vorhin waren. In the end of the 19th century, it was a laboratory for producing explosives. And later on in Ich bin mir nicht ganz so sicher auf dem kleinen Boot, um ehrlich zu sein. there was an explosion over there, and the right part of the fort was destroyed. The new building was built, and at the same time there was a dam built to connect the fort to the shore, and it was a place for the arsenal. Now the military. Könnt ihr mich hören, Leute? And there you can see a tower. So for the first 100 years there were just 3 forts here.
Könnt ihr irgendwas hören, Leute? In front of you, Brisbane, that small island with a tower. Ja, ja, ja. To your Okay, right, danke. and Peter the First. Geht so. Es kann sein, dass es auch ein bisschen Delay drin hat, der Stream, ne? Also mehr als sonst. 100 years, the fourth fort was built, Constantine. That is where we started. Sagt einmal Bescheid, wenn es zu windig sein sollte, dann keine Ahnung. Mache ich nicht, aber 1824, there was a stone flood here. weiß ich Bescheid. And it took the water one day to destroy everything that had been built in 120 years. Ich fahre gerade in Richtung St. Petersburg, also dort in der Richtung ist St. So Petersburg. the water went Meine up zu... on that day. Ist das komplett Grundstadt hier eigentlich? Doch, das ist ja klar. Das ist komplett Grundstadt hier links, die Insel. Ja, die ist einfach riesig. Also man kommt quasi von hier That's dann why auf the die wind über die drives Brücke all the auf waves Grundstadt. here. Warum? And that's the causes of flooding. Wenn ich mich nicht täusche. That what remained after the flooding. Ihr könnt das mal bei Google Maps gucken. Einfach Grundstadt eingeben und dann seht ihr, wo wir sind. Right in front of you. There are 4 harbors. The first, Cabotage harbor. Ihr hört auch den Guide. Jo, nice. That's for vessels that were used for piloting. Oh, da vorne. Da sind hier Kriegsschiffe. Ist das ein Zerstörer? 620 steht auch rum. Ich bin mal gespannt, wenn wir da rankommen. That is where all trade. Yes. Exchange of goods. And then the middle harbor and the naval harbor with warships. And right in front of you, you can see Prince Menshikov, and it was built to defend the harbor. Ich glaube, sie meint rechts. Das, was ich gerade im Bild habe. This battery had 36 cannons. Oder sie meint das von in addition to the right, you can see Nikolaevskaya. There's another one in the back. It was built in the 60s of the 19th century. It was just a one-tier structure. And they were to build more there. And the firing range was 4 kilometers. That was the longest firing range. Es ist eng, Red Zetkin, ja. Ja, warte, ich kann euch mal zeigen. For the first time it was 1704 and so they were firing at the speed. That's the first time, and the second time Ich habe jetzt nichts gesehen, kann sein, dass ich euch nichts gezeigt habe, aber also ich stehe hier, wir haben hier so die Bank, ich stehe hier. It was all about something unknown back then, and it was the technology that they
behind the destroyer. And that is the way navigation was carried out. These are degrees. So the ship had to align all the figures, and if We don't those get to figures go on were it, right? the same as the compass that's showed, then the compass was okay, it was functioning well. Oh shit, du hast richtig, Snake. Aber es ist ein Militärmuseum. Someone just said, normally in Russia it's forbidden to film military property, but I think because it's a museum, sure. It's not just Russia. You can't do it in the United States either. Yeah, okay, true. You can't film anything that's military. Es wird witzig! They do it anyway. Over there to the right, ships were more than demagnetized. Nee, wir sind right, aber das machen wir nicht. How do the magnetic So when there is a lot of friction when the ship is in water, then static electricity is accumulated in the ship. And that was the place where that static electricity was utilized. Die arme Frau versucht gegen uns anzureden. So there are beacons showing where the ship should go. So there were a lot of barriers at the bottom that were left even from the time of Peter the Great. It was necessary to turn 5 times in the navigation beacons. Nee, der Flammo steht nicht vor mir, er Beacons sitzt hinter mir. appeared here hundreds of years ago. So when ships were ferrying here, and if it was a shallow place, Few meters, and I don't know. it wasn't, Can't tell. if the situation was that it wasn't possible to move the ship from that shallow place, then it remained there, and the hull was filled with stones. 4 meters. Now the depth is 4 meters. And over there you can see that red beacon. Da sind dann 15 Meter tief. So sieht das jetzt vielleicht besser hier.
was built, those guns became outdated immediately. Dann hört er aber auch nicht mehr. Ich hoffe, die haben sie wieder eingesammelt. The last case where the mine was blown up was in 1965. It was a merchant ship crossing from one port to another from Lomonosov to Arabian bound. And they decided shortcut. And there were several naval mines. Hey Lagoon, Hafenrundfahrt bei Kronstadt. So those mines had a special mechanism for detonation. And, Überall da drin waren Geschütze, ne? They, for example, if it was the 10th time that meter was set, so 9 ships would pass by and it was the 10th ship that would blow up. Ist das windig? Ja, wink mal. Es wird halt immer schlimmer gerade vom Wind her. Das ist das Problem. Doctors there were studying different diseases, including plague, typhoid, etc. And a cure for plague was invented here on that fort. So they used the plague virus on horses first. And their immune system fought the disease. The horse went well, and the horse's blood was taken to breed the vaccine.
So the coast was well up to that. And so that was the way it was created. That's and this button was there was a warehouse for Getting big wet. mines there after Risbach port was blown up. The mines were my God. still there in the 80s, 20th century. Then they started building a dam. And the mine warehouse was dismantled because it was dangerous to have a mine warehouse close to the dam. Ist schwierig, ich habe keine Lust aufzustehen. The gate to your left, the naval gate, and this is S1 facility for ships Also da to geht's dann pass. raus aufs Meer, Leute, ne? So all ships go into St. Petersburg past those gates. I think this one. So the channel is 250 meters wide, and the depth is 16 meters. 60. And the St. Petersburg Railroad It is is, below yeah. that channel. It's actually 4 meters everywhere besides the place These. where you In need to case of climb. Those. flooding, That this is passage is blocked and Those. closed. So huge big walls close this passage, and then it's flooded. And in the north there is a passage for small ships. And here there is a mechanism to close the channel in case of flooding as well. So the dam is fully closed in 1 hour when there is a threat of flood. So there are 6 facilities to Die Rettungsringe, ich habe keine gesehen. Nein, wir haben Rettungsringe an Bord. Aber da sitzt jemand davor. So there are sluices there that close. So the dam can Vorhin war es withstand, viel ruhiger, das Wasser. 5 meters of water. Where's the dam? How does the flooding occur? You don't get an actual gate. It's just a passage. The western wind comes from the sea and it is around for a long time. Yeah, Jeanette, I think we are going back right now to the place we started. And there is no way for the sweater to go, and the stream from the Neva River intensifies the situation. So once in 100 years there is a big flood here. Once in how much? 100 years? So Something like that, yeah. soon we'll check if the dam is good enough. So the next is expected in 2024. So it can hold up to 5 meters of water, the dam. Wir reden gerade davon, dass 3.5 meters. es alle paar 100, alle 100 Jahre quasi so eine Flut gibt. July all the shores here are flooded. Oh. In case of a flood. Like in 5 years, Now I guess. we're looking houses that Either that or I don't know. and because of the dam, Yeah. 25 years? 25, like a year. Also genau, und es gab dann Fluten eben und die sind, ich glaube die letzte Flut hat sie eben gemeint, waren um die 3 Meter.
wo das Wasser höher war als jetzt. Das ist extrem viel. Und sie haben, ich glaube genau deswegen diesen Damm hier auch gebaut, der halt komplett um St. Petersburg so drumherum geht, mit diesen Gates. Ich bin mir nicht sicher, aber sie meinte, die nächste Flut wird so entweder in 20 bis 24 Jahren erwartet oder 2024 könnte 2024 sein. Also ich bin mir nicht sicher. Und bis zu 5 Meter können die Dinger halten. There's a dude actually. Yeah. Could you please take a seat? Docking procedures. We're pulling an otter. 20 to 25 minutes, she said. What? Oh yeah, The that would flat. be kind of interesting. Yeah, there he goes. Oh, what the pleb? No, the next flood is coming not in 20 to 25 years, but minutes. Oh. That's why we're going. We're evacuating. We're sacrificing team 1. Next team can have its fun out there. Ey, der will flüchten! Hallo Ella Mirel! Oh, meine Haare. Ist ein bisschen windig hier draußen. Yeah, I think the exit entrance is there. Yeah. Now we take a leak number 2. He did that up really fast, didn't he? We're leaving? Oh ja, da hinten. Hinter Flagge ist das ein Riesenschiff. Is it? Oh man. Thank you. Aber ja, jetzt. Da hinten, hinter dem Vor, ist ein riesen Containerschiff. Wunderhübsch, oh, danke Seth. Für euch mache ich mich doch immer hübsch. Nochmal ein Blick auf die Jungs? Ja klar, also... Ja, Flammers ist gerade auf die Toilette gegangen. Flanders officially has the bladder of like a 6-year-old. Das ist halt wirklich so, Flammers muss die ganze Zeit aufs Klo. Ha? Du gehst ab. Okay. Festungen und ein bisschen Hintergrundwissen und was haben wir noch gesehen? 2 Zerstörer, aber wie ich gedacht hatte, gehofft hatte. Könnt ihr mich überhaupt verstehen? Ich hoffe, ja gut, hier sollte nicht mehr so windig sein. Boah, da draußen ist wirklich übel. Dieser Wind. Ja Mann, ich kann das nicht abstellen. Warte, ich muss meine Hand ein bisschen anders hinpacken, dann geht das auch. Eigentlich scheißegal, wie ich meine Haare mache, ne? Ich sehe so oder so kacke aus. Und ich weiß nicht, wo wir jetzt hingehen. Aber wir gehen noch mal irgendwo hin. Wir waren jetzt nämlich bei diesem Artilleriemuseum mit den kleinen Geschützen. Bootsontour und jetzt gehen wir noch mal irgendwo hin. Ich kann gleich mal den Chrysanthos fragen. Mit Schutz! Könnte. Ist wie ASMR voller Lautstärke. Ihr gehört zum Pool aufs Mikro. Ja, ich weiß. Aber sowas habe ich leider nicht dabei. Weil ich unvorbereitet bin.
Schmuggelt. Ja, ja. Wo gehen wir jetzt hin? Fahren zurück zur Kathedrale. Dahin. Und dann in die Kathedrale. Jo. Oh. Wir können anscheinend auch ganz gut. Echt? Ja, nice. Voll gut. Jo, und dann geht's auf die Stadt. Und dann essen wir in der Stadt. Oder gibt's noch mal ein Dinner? Oder ist das hier im... Ne, was? Chad, would you take a funky red Russian energy drink from this guy? I'll show you. I'm not sure about that. Nee, nicht geplant. Kein Besuch bei der Aurora. Yeah, it was nice. I was just Ja, wir haben noch nichts gegessen heute, außer Frühstück halt. That would have been really. Oh, hello. Come on, Pingu, squeeze. Squeeze! Have you tried? No, I'm gonna translate it and see what's in it. Popcorn! I could use some popcorn right now. Use somewhat. Popcorn? Popcorn? I'm hungry. Alright, let's send it over. You want the same place, same card, Definitely not. and the same beer. Oh my god. The same, not Coca-Cola. Yeah. So what's the plan now? Cathedral? Yeah. Cathedral, yeah. And that's it. We're gonna be done fast. Chris, it's cathedral now, I am right? hungry jetzt. Wir gehen jetzt zur Kathedrale zurück, ja? Hamilton, moin. Ich renn doch hier nicht mit einem Pinguin-Kostüm durch die Gegend, was glaubst du denn? That might have changed since It's cathedral now, right? Yes. And then that's it. Da im Hintergrund könnt ihr die Kathedrale vielleicht sehen. Da sind zwei Schornsteine, zwei nebeneinander und rechts davon war die Kathedrale. Jetzt sieht man sie leider nicht mehr, weil so. Yeah, okay. And I mean that's it when it comes to the plans. Wir haben nachher aber noch Zeit anscheinend. Because then we've got the choice of transfer back to the hotel or transfer to the city to then join us at beer house with snacks. Is that even a choice? Also entweder wir können nach der Tour zur Kathedrale und nachdem wir die besichtigt haben, zurück ins Hotel gehen oder in die Stadt zum was trinken. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja schon klar, wo wir dann hingehen werden, ne? Yes, do the drink translation. Let's go. Why is it an Indian drink? No, it's a shit. I can't really move around. What do we have? Morse. Morse? What? Cranberry. Cranberry. You get to see this sort of thing. You actually have a live translation feature. Yeah, Google Translate. It does it. You can even do it live, like just pointing it at signs and stuff. No idea. That's right. Nein, klein Lucky, leider nicht. So the question is, how much of it is sugar? That's gonna take a while. Do we have anyone who speaks Russian here? We can just give it to Mike. Yeah. Oh, you know what? Mike could probably tell you. Mike. Hi. How good is your Russian? Что? How much sugar is there in this? I'm sugar. Safa. Sacha. That's so fucking much. So much sugar, his eyes went. Potatoes started rolling out. You're just too heavy. Um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht ganz sicher, was das für DDs waren. Der eine hatte eine Nummer drauf auf der Seite, 620. It just says Safa. So it has sugar. It doesn't have a number. How much sugar is it? How much sugar? Da. 150 rubles. I know, 3.6. Not bad. Hildring in the background. Didn't know it was there. Yes, that is it.
bei Grundstadt jetzt, auf Google Maps oder sonst wo, dann müsste da eigentlich irgendwo, das sind Museumsschiff, Zerstörer 620. Das heißt, du kannst ja mal gucken oder googeln, St. Petersburg oder Grundstadt, Destroyer 620, whatever, Museumsschiff, dann wirst du schon drauf kommen. That's an interesting way of trying it. The legend is boring. Wäre interessant, wenn ihr das hier reinposten könntet, sogar in den Chat, dann wüsste ich das nämlich auch. Also ganz verstanden habe ich die Frau leider nicht. Sowieso Mülltonne, wir sind super cool. Sovremeni-Klasse. Nastoichiri. Alter, Namen. Ohne Schokolade. Find something that's salty. No, yeah, exactly. See, I haven't had enough World Warships in a while, so I need to get it from somewhere else. No, but it was weird, like very strong cranberry taste. Really strong cranberry taste. So, wir machen jetzt halt nicht mehr viel, ne? Und dann ist der Tag auch schon bald rum. Und dann war's das mit dem City Summit. Battleships are the lords of the ocean. No thanks. Too much sugar. Ocean floor, maybe. So this doesn't have carriers, do that? Yeah. On mobile. Really? Wait, RTS on a mobile? Yeah. No. It's super. Poor screen. So for dive bombing, you just one click the ship you want to dive bomb and it will take over. Oh, not very skillful. Except for torpedo on the yeah, it's fast, but there's the torpedoes that are slightly faster. So you drop them and you go Rockets, yeah. yeah, basically rocket torpedo. That reminds me of that game, what's it called? Steel Ocean or something. Yeah. Jesus Christ, when I saw the torpedoes in that, they really make you scared. Yeah. When your eye registered them, it's too late, they're already. Ich kann dir leider keinen Permit geben, weil ich keine Möglichkeit habe, irgendwas zu machen hier. Oder ich habe es noch nicht rausgefunden. No, I'm trying to get this link to the, but there is no way to link it. Oh, you don't have a hole Yeah, there? yeah, there's no hole. Oh, I guess I'm just putting it inside then. Just don't forget it. Wow. Fuck. Was Mrs. Sitter da gerade macht? She's Mrs. Sitter da? Yes. Yeah. Mrs. Citadel, say hi. Hi. My chat wanted to know what you are doing. Yeah, you are Staring. Yeah. Is there any way to get this thing? She's wandering around with us, Did you guys. see the new Team Liquid jersey? Yeah. Sorry? That's the new Team Liquid sports jersey. Oh, it looks this way. Mystery man. Oh, man. Maybe you do. It really depends. Are they getting paid enough? What theater does mobile go? Ich habe so einen starken rechten Arm, wenn ich nach Hause komme durch dieses Streamen. Like an exploded fucking. Okay. You're getting personal messages now, so I don't read them. So. Oh yeah. Why are you talking to chat about the new Team Liquid jersey? Ja. Es tut schon weh.
Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt irgendwelche Alerts bekomme. Ich habe ja nichts eingestellt. Yeah, it's fine. I can't play and control this at the same time. I tried. It was a disaster. Auf eine andere Art und Weise, Wonka. Das ständig in einer Position halten, schwierig. Ungewohnt. It's too soon to talk about that. Da ist die Kathedrale, Leute. Da gehen wir jetzt rein. Und da kann man anscheinend auch oben drauf. Also nicht drauf, aber halt hoch. Und ich bin gespannt. Boah, ich bin so froh, wenn ich dann wieder zu Hause bin. Heute sind wir wieder erst keine Ahnung, um 1 oder so ins Hotel gekommen. Heute Nacht. Und aufgestanden, gut. Eigentlich hatten wir schon viel Zeit verglichen mit letztem Jahr, wo man immer nur so 5 Stunden geschlafen hat. Heute waren es 7 Stunden. Knapp. Ist schon okay. Also ich bin nicht unbedingt müde, aber man merkt es halt schon, wenn man regelmäßig eigentlich 8 Stunden schläft. Also ich zum Beispiel. Dann merke ich das schon, wenn ich ein paar Tage am Stück immer nur so 6 Stunden, 5 Stunden, 7 Stunden schlafe. Mitleid für eine Sekunde. Aber nur für eine Sekunde. Ja, ihr unterschätzt das voll. Es ist ja nicht so, dass man, wenn man schläft, den besten Schlaf seines Lebens hat. Wenn du woanders schläfst, schläfst du halt einfach schlechter erstmal. Ungewohnter, wachst öfter auf. Also es ist generell nicht so erholsam, der Schlaf. Ja, Zen-Driver, das ist jetzt Kronstadt. Das ist wie gesagt diese Insel, die vor dem Hafen von Petersburg liegt. St. Petersburg selber ist natürlich auch super schön in der Touristenregion oder in dem Touristengebiet. Außerhalb davon ist es natürlich auch wie jede andere große Stadt, hat so halt seine, nicht wirklich Slums, aber du hast halt deine Plattenbauten und es ist wirklich nicht schön. Aber wir waren leider auch gar nicht in St. Petersburg drin, richtig, wie letztes Jahr. Letztes Jahr sind wir da abends auch dann zu Restaurants gegangen. Wir hatten halt das Hotel in St. Petersburg. Das war super. Da konnten wir dann zu Fuß rumlaufen, zu Bars oder sonst was. Das war geil. An solchen schönen Prunkgebäuden vorbei. Und wir waren dann abends auch in Restaurants oder sowas teilweise. Und da hast du halt nachts dann beleuchtet die ganzen Gebäude gesehen, so in Gold angestrahlt. Das war schon mega nice. Aber das hast du jetzt halt dieses Jahr gar nicht gehabt, weil wir unser Hotel außerhalb der Stadt hatten, aber beim Flughafen in der Nähe, ich glaube Viertelstunde so mit dem Auto. Und da ist halt nichts für Touristen. Oder wenig. Außer jetzt halt, wie gesagt, dieser Alexanderpark, der war echt schön. Aber da habe ich noch keine SIM-Karte gehabt. Sonst hätte ich das schon gestreamt. Straight to the point. I just noticed all the anchors on top of the fences.
weiß nicht, wieso wir jetzt die ganze Zeit an diesem Ding vorbeifahren, an der Kuppel. Ich habe gedacht, wir gehen dorthin. Aren't we going to the cathedral? Yeah, but they get to circle around. Okay. In St. Petersburg, it's legit everything is circling around. Even in port, they have to circle 5 times to get. What the heck? Also wir müssen einmal drum rumfahren anscheinend. Da hinten ist sie wieder, das Dach zumindest, eben gesehen. Ich meine aber die Architektur, wie gesagt, von den schönen Gebäuden oder in den schönen Regionen ist echt super. Das ist jetzt nicht wirklich schön hier natürlich. Schlechtes Beispiel gerade. Together for dinner. We've gone around. We're going all together. Understood it right. Cathedral, right? Yeah. No, and then after that, After cathedral, we can either choose go back to the hotel or go for some drinks and food and stuff. Sure, we'll go for some drinks and food. I guess. Of course. I'm gonna be in. Yes, I know. Mine was. So dumm, ey, jetzt sind wir tatsächlich, wir waren quasi schon hier, nur eine Straße weiter links oder so. Und dann bist du hier nicht hergekommen. Dann sind wir einmal quasi einmal außen rum. Schön 10 Minuten umsonst. Oh look, we're back here. Wegen der Verkehrsführung. Something we could have done like 2 hours ago. True. Let's go. Wieder denke ich nur ans Essen. Ja, ich hab Hunger. Ich habe Hunger. Okay, wir sind da. Wir können gehen. So cool now. Which one? What is So hot. Es war richtig windig da draußen, gell? Und kühl. Ja. Jetzt ist wieder so gar nicht. Ja, kühl ist doch das richtige Pingu-Wetter. Ja. Ja, so ein südlicher Pingu. Ein südlicher Pingu, ja. In Südafrika Ja, so gibt es ja auch Pinguine. Pinguine. Äquator-Pinguine. Genau, eher so ein Galapagos-Pinguin. Genau. Ja, genau. Also Madagaskar-Pinguine, ne? Ja. So mit Eis und Und diesen komischen Cocktails. Dingern zum Sonnenbaden und Ja. rote Haut. Spiegeln und so, ne? Fizzy, super sweet, cranberry. It's actually not super sweet. Okay. Sag mal, war ich da nicht eben schon? Nein. Du warst hier. Wir waren hier noch nicht. Ah, guck mal. Feuer, weil es so kalt ist. Ich kann das leider nicht lesen, aber es ist wahrscheinlich irgendwas im Gedenken an irgendwen. 1919 bis 21. Und da drin brennt eine Flamme, die vermutlich auch nie ausgehen wird. Zumindest wenn man drauf achtet. Das ist Xenia. This is our guide, Eugen, in American style or Russian Evgeny. Так, ребят, сейчас я вам немножко расскажу. Во-первых, вот про это место. Сразу обратили внимание. Вот. He's speaking about this place. First of all, Ah, okay, wir reden gleich darüber. Вечный огонь. as you can see, this is the fire that never
fire never goes out. Yes. Значит, что посвящено жертвам революционных событий начала 20 века здесь, в России? This place is for those who was during 20th century, during revolution at that time. Вот под той клумбой там чуть-чуть дальше находится захоронение порядка 400 человек. Ну, вам посмотрите. Das ist irgendeine Revolution, Leute. Irgendeine Revolution? The place where you can see just flowers and grass. This is the place where a lot of people were buried. 400 people. But why? Ja, und das ehrt jetzt die Opfer, die daran sind? Okay. So. Но по траве же можно ходить. Ich bin ein Geschichtsmuffel. Поэтому разместили там. Поэтому мало кто об этом знает, что могил находится именно с той стороны. So almost no one knows that people were buried here. So usually passengers are not going on this place, but they put this sign here in order all tourists and passengers just take a look at this place. Oh, so Da bei den Blumen, gell? Also da wurden... Das ist halt der Friedhof quasi, aber da geht halt kein Touri hin. Deswegen haben sie hier nochmal ein extra Monument hingebaut, um mehr Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Direkt der Rasen da, oder was? Oder ist dahinter noch was? Ich nehme dahinter. Weil das wäre sehr unscheinbar, ne? Wenn die hier auf dem Gras einfach... Ja. Okay. Huh. Они завещали, то есть вот те люди, которые прошли революцию, вот, и уже умерли своей смертью потом, некоторые из них, там 4 человека, они завещали потом похоронить сюда своим боевым товарищам. Okay, I will explain the whole situation. So a lot of people during this revolution and after this who were still alive, but they wanted to be buried on this place because they were in memory connected with those history and with those victims. Yes. So all of them are here, but you don't see any sign because the government decided to put a place here. So you just come here to see this place, and a lot of people who died here was written here around on this triangle. But almost no one knows that they were buried on this grass. But people don't work here. Es ist, glaube ich, wirklich der Rasen einfach, dass die Leute da begraben wurden. Ohne jegliche Grabsteine. Ja, aber wie viele dann übereinander gestapelt dann oder was? Oh. Kann ich buddeln gehen? Nee, habe ich nicht vor. Gut, dann sind es nicht so viele, ne? Hast du nicht gemeint 400 oder so? It's nicer than this. Okay. Yeah, that's a patch. This is Of course it is. I have the better jacket. Oh, we don't even have the Wargaming logo? On it, here? No. На тот момент один из самых современных кораблей, но нарвался на русские мины. О, на японском. It was one of the most new battleship at that period of time. By the way, когда это? 904 год. It was Ну, подорвался в 1904 1904 year when this battleship met Japan mine and it blew up, unfortunately, and the whole command died. Да, погибли более 600 человек команды. More than 600 people. На борту был сам Макаров, который возглавлял эскадру. Должно было состояться генеральное сражение, которого не было. So the main captain was on that boat, of course, and he died, and that's why the main battleship didn't happen at that time, because they
стоит сказать об этом человеке, что он имел очень хороший авторитет среди офицеров и среди рядовых военных. They thought that Makarov had a good reputation around his sailors and other captains, and that's why nowadays we have his statue here. Моряки называли его отцом. Sailors called him father. И он во многих отраслях, чем занимался, он всегда достигал лучших результатов. During his commandership on the fleet, he was one of the best one, and he always showed good results in different wars. Он был инженером, да, он был инженером, разрабатывал мины. Schon seit 2,5 Stunden am Stream hier. Ja. Sponsored by Helwig Powerbank. Sponsored by Helwig Powerbank. Ja, ich hätte das schon ausmachen müssen, ne? Wenn ich die nicht gehabt hätte. Das ist echt nice. Dankeschön. Deswegen habe ich mir das ja geholt. Ja, wir haben ein Geschenk bekommen. Ja, die hätte ich laden können, theoretisch. Nicht dran gedacht. Ja, aber mein Handy auch so schlecht ist, deswegen passt das ganz I bet these perks are immense. Wow, nicht so fies, nicht so. Jetzt wird es schon wieder windig. Ja. So, dann gehen wir jetzt rein.